Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Die Recherchen der Korrektivreporter schlagen politisch hohe Wellen. Auch der Bundeskanzler äußert sich heute dazu. Wobei ja die Erkenntnisse als solche nicht alle neu sind. Die Zeiten, in denen sich AfD-Politiker noch davor scheuten, mit dem österreichischen Extremisten Sellner gemeinsam aufzutreten, sind lang vorbei. Und die laut Korrektiv in Potsdam besprochenen umfänglichen Deportationspläne sind auch kein neues Gedankengut unter hochrangigen AfD-Leuten. Das kann man schon lange bei Björn Höcke etwa nachlesen, der mit, Zitat, wohltemperaturter Grausamkeit Volksteile entfernen will, die nicht über die rechte Gesinnung verfügen. Allerdings befeuert das Potsdamer Treffen die Debatte über ein mögliches Verbotsverfahren gegen die AfD. Dazu gleich noch ein Gespräch. Zunächst berichtet Karl Hinterleitner. Die Empörung geht quer durchs politische Berlin. Anlass ist das Treffen zwischen hochrangigen AfD-Lern und rechtsradikalen Netzwerkern in diesem Hotel in Potsdam im November. Mit Plänen, Millionen Menschen aus Deutschland zu vertreiben. Das sei illegal und klar verfassungswidrig, so die Bundesinnenministerin. Ich kann Ihnen noch nicht im Detail sagen, wie wir das bewerten, aber das, was wir gesehen haben, was der Verfassungsschutz schon ausgewertet hat, ist völkisches Gedankengut, was dort bei diesem Treffen vereinbart wurde. Und deswegen erwarte ich auch, dass alle, die da in der Nähe sich befinden oder das auch nur annähernd irgendwie gut finden, sich davon distanzieren, weil das verstößt klar gegen unsere Regeln des Grundgesetzes. Von Distanzierung bei der AfD wenig zu spüren, im Gegenteil. Auf X, vormals Twitter, bekräftigt ein Bundestagsabgeordneter der AfD, seine Partei sei für massenhafte Vertreibungen. Wir werden Ausländer in ihre Heimat zurückführen, millionenfach. Das ist kein Geheimplan, das ist ein Versprechen. Politische Beobachter sind alarmiert, aber nicht wirklich überrascht. Was wir hier erlebt haben, ist eine Enthüllung, von der man eigentlich hätte wissen müssen und können. Denn die AfD ist, auch wenn sie sich jetzt moderater gibt, in weiten Teilen genauso rechtsextrem, wie der Kontakt im Hotel es gezeigt hat. Sie kooperiert mit Rechtsradikalen, die eines im Schilde führen: eine echte Abschaffung der Demokratie. Ein Verbot der AfD sieht der Justizminister dennoch skeptisch, denn sollte es vor Gericht scheitern, dann droht hier natürlich ein PR-Sieg für die AfD und dann hätte man am Ende rechtsradikales, rechtsextremes, rechtsextremistisches, zumindest rechtspopulistisches Gedankengut nicht bekämpft, sondern möglicherweise gestärkt. Ein Verbotsverfahren also riskant. Letztlich helfe gegen Extremismus nur die politische Auseinandersetzung. Darüber wollen wir mit einem Staatsrechtler sprechen, mit Christian Waldhoff. Er ist Professor an der Humboldt-Universität in Berlin und war Prozessbevollmächtigter des Bundesrats beim NPD-Verbotsverfahren, das 2017 eingestellt wurde. Guten Abend, Herr Professor Waldhoff. Guten Abend. Nicht jeder weiß, was ein Prozessbevollmächtigter ist. Also wenn ich das so laienhaft sage, dann waren Sie quasi der Rechtsvertreter der Bundesländer bei diesem Verbotsantrag. Genau, mit einem Kollegen zusammen. Ja, mit Christoph Möllers. Aus dieser Erfahrung heraus, und Sie haben sich da ja intensiv mit der Frage beschäftigt, inwiefern man Parteien verbieten lassen kann, gehören Sie jetzt in der aktuellen Debatte eher zu den Skeptikern oder eher zu den Befürwortern eines Verbotsverfahrens? Also zurzeit gehöre ich noch eher zu den Skeptikern eines Verbotsverfahrens. Wir haben damals gesehen, wie komplex das ist, wie hoch die Hürden sind. Das ist auch richtig, dass die Hürden hoch sind, weil man natürlich nicht einfach unliebsame Parteien in einer Demokratie verbieten kann. Und besonders komplex sind etwa auch die rechtsstaatlichen Anforderungen an ein solches Verfahren, also ein faires Verfahren. Und was ein bisschen komisch ist und was man jetzt auch als Laie schwer versteht, damals ist dieses NPD-Verfahren nicht eingestellt worden, weil die NPD nicht verfassungswidrig gewesen wäre. Das haben auch die Karlsruher Richter so gesehen, sondern man sagte, die ist nicht bedeutend genug. Und jetzt ist ein Argument zu sagen, man sollte das besser gar nicht erst versuchen mit einem Verbotsverfahren gegen die AfD, weil sie bereits zu groß und zu bedeutend ist und zu viele Wähler hat. Also entweder zu klein oder zu groß? Also dieses Kriterium, dass die NPD zu bedeutungslos ist und deshalb, obwohl sie eine Nazi-Partei letztlich im Kern ist, nicht verboten wurde, hat das Gericht in dem Urteil von 2017 frei erfunden. Das steht so im Grundgesetz gar nicht drin, sondern war sozusagen richterische Rechtsschöpfung des Bundesverfassungsgerichts.
Das ist ja der einzige Punkt, der bei der AfD überhaupt nicht strittig sein kann, dass sie nicht zu klein ist oder nicht zu bedeutungslos, um verboten zu werden. Das heißt, bei einem möglichen AfD-Verbotsverfahren liegen die Probleme nicht bei der Bedeutung der Partei, sondern bei der Frage, ob die Voraussetzungen für ein Verbot sonst erfüllt sind, ob das eine verfassungsfeindliche Partei im Sinne des Parteienverbotsartikels ist. Da gibt es jetzt auch die Diskussion, ob dieses Potsdamer Treffen, das nun gerade Furore gemacht hatte, mit diesem Vertreibung von Millionen Menschen, auch nach ethnischen Kriterien, nicht nur nach juristischen und so weiter, und der Teilnahme von doch recht einflussreichen AfD-Leuten, die dabei waren, unter anderem der persönliche Referent der Parteichefin, ob das irgendwie juristisch eine Rolle spielen könnte. Wie ist da Ihre Einschätzung? Das könnte natürlich irgendwie eine Rolle spielen, aber allein das reicht nicht aus. Das war ja keine Veranstaltung der AfD, sondern man müsste solche Vorkommnisse der Partei zurechnen können. Und das ist nicht trivial. Ich meine, wenn hochrangige Politiker, hochrangige Funktionäre wie der Fraktionsvorsitzende aus Sachsen-Anhalt oder der persönliche Referent der Parteichefin teilnehmen, geht das schon in die Richtung, dass es vielleicht doch zugerechnet werden kann. Aber so etwas müsste es natürlich flächendeckend geben. Das dürfen keine punktuellen Ereignisse sein, sondern im Grunde müssten die Sicherheitsbehörden Material sammeln, dass das charakteristisch für die Gesamtpartei ist. Sie sagen Gesamtpartei. Es gibt ja auch von Verfassungsjuristen die Überlegung oder den Hinweis, dass man gar nicht unbedingt versuchen muss, die gesamte Partei zu verbieten, sondern dass man es sozusagen kleiner anfangen könnte. Also ein einzelner Landesverband oder auch einzelne Personen, wenn man jetzt zum Beispiel an Björn Höcke denkt. Also ob man das Bundesverfassungsgericht könnte auf einen Verbotsantrag hin auch nur einzelne Landesverbände verbieten. Das sieht das Gesetz vor. Die herrschende Meinung, so drücken das die Juristen ja immer aus, sagt aber, man müsste trotzdem einen Verbotsantrag gegen die Gesamtpartei erstmal stellen. Dann käme sozusagen ein kleineres Stück heraus. Nicht die Gesamtpartei wäre dann vielleicht verboten, sondern vielleicht ein besonders extremistischer Landesverband. Das Grundgesetz sieht auch vor, dass Einzelpersonen ihre Grundrechte im politischen Meinungskampf verwirken können, wenn sie diese Grundrechte, zum Beispiel die Meinungsfreiheit oder die Versammlungsfreiheit, im Kampf gegen das Grundgesetz, gegen die Verfassung einsetzen. Das ist eine sogenannte Grundrechtsverwirkung, Artikel 18 des Grundgesetzes. Davon wurde freilich in der Geschichte des Grundgesetzes oder der Bundesrepublik noch nie Gebrauch gemacht. Die Hürden liegen vermutlich auch dort hoch. Ja, und das würde ja einzelne Personen da sozusagen jetzt in Anführungszeichen herauszuschießen, würde ja auch gar nicht den Effekt bringen, vielleicht sogar gegenteilige Effekte, müsste man befürchten, die man mit einem Parteiverbot vielleicht erreichen wollte. Sagt der Staatsrechtler Herr Professor Waldhoff. Danke Ihnen für das Gespräch und die Expertise. Gerne. Extremismusforscher gehen davon aus, dass man Menschen mit einem geschlossenen, völkisch-nationalistischen Weltbild kaum noch erreichen kann. Wichtiger sei es, sich auf jene zu konzentrieren, die zwar unzufrieden und wütend sind, sich aber noch nicht grundsätzlich vom demokratischen System verabschiedet haben. Das Wählerpotenzial für radikale Parteien sei unter anderem dort groß, wo es starke Veränderungen und damit einhergehende Verlustängste gibt. Wenn die Analyse zutrifft, auch wenn sie sicher keine alleinige Erklärung sein kann, dann können Regierungen etwa mit Strukturpolitik zumindest versuchen, gegenzusteuern. Katrin Lindner mit einem Beispiel dafür aus der Lausitz. Luzi Bobusch darf heute neben dem Kanzler stehen. Für die 21-Jährige gibt es wieder Perspektiven. Sie hat im Tagebau der LEAG gelernt, doch nach der Lehre ging die Tagebau-Großgeräteschlosserin zur Bahn. In der Kohle ist mein Opa, mein Onkel, viele Freunde, Bekannte, weshalb ich auch zur Lehre gegangen bin. Das ist einfach so ein Stück Familie. Und gegangen bin ich eigentlich nur, weil es ja hieß, dass es beendet wird, dass die Kohle nicht mehr lange geht. Und da wurden wir auch alle nicht übernommen. Olaf Scholz will einen Erfolg in Cottbus feiern. Das modernste Werk der Bahn ist entstanden und bringt gut bezahlte Industriearbeitsplätze in die Region, die den Kohleausstieg schaffen muss. 1200 Arbeitsplätze sollen hier entstehen. Das zeigt, der Trend dreht sich. Und er hat sich schon gedreht hier in Cottbus und an vielen anderen Orten in Ostdeutschland. Es sind ja nicht nur diese riesigen Hallen der Bahn, die schon entstanden sind und noch gebaut werden. Das Bahnwerk setzt Impulse für das ganze Umfeld.
Ende Dezember hat der nicht weit von Cottbus entfernte Tagebau Jenschwalde den Betrieb eingestellt. Weitere werden folgen. Bis 2038 soll das letzte Kohlekraftwerk stillgelegt werden. Mittel für den Strukturumbau vom Bund flossen in das neue Werk der Bahn. Es wird sehr dringend deutschlandweit benötigt, nachdem in Nürnberg kein ICE-Werk gewollt war. Ist es ein Segen, dass es in Cottbus termingerecht fertig wird. Jetzt steht eine moderne Halle, noch eine zweite soll folgen. Instandhaltung in Cottbus hat eine lange Tradition, 150 Jahre. Doch das alte Werk stand lange auf der Kippe, weil weniger Dieselloks gewartet werden mussten. Über Jahre auf kommunaler, auf Landesebene und auf Bundesebene muss man wirklich kämpfen, dass das überhaupt erhalten bleibt. Und jetzt entsteht hier das modernste ICE-Werk Europas. Kämpfen sind sie hier also gewohnt. Und während im Werk die Eröffnung läuft, machen draußen die Bauern ihrem Unmut Luft. Ich habe halt einen vorgesetzten Milchpreis bei mir im Stall. Ich kriege den Preis von der Molkerei vorgegeben und kann nicht anders handeln. Und wir können einfach nicht mehr. Zu den Landwirten, die um ihre Perspektive ringen, ist der Kanzler nicht gekommen. Er sprach mit ihrem Landespräsidenten. Auch in der Agrarwirtschaft, da verlieren wir derzeit Produktionsstandorte. Da sind wir derzeit im Strukturwandel. Und ich glaube, das war auch die Botschaft des Gespräches, dass man hier nach Lösungen suchen sollte, gemeinsam, um auch die Landwirtschaft nicht nur fürs nächste Jahr festzumachen, sondern auch fürs übernächste Jahr oder am besten auch für die nächsten 10 Jahre. Und so kann man in Cottbus heute doppelt spüren, Strukturwandel kostet viel Kraft und auch Geld. Schön wäre natürlich, wenn man in Cottbus nicht nur ICE-Züge instand setzen würde, sondern auch einen IC-Anschluss hätte. Den gibt es bisher nicht. Und dann schauen wir jetzt auf die internationale Politik. Dass der Nahostkonflikt im Allgemeinen und der aktuelle Krieg zwischen Israel und der Hamas im Besonderen polarisiert, das ist ja nicht neu. Zum Teil hat das auch historische Wurzeln. Auch der Nahostkonflikt war jahrzehntelang vom Kalten Krieg überwölbt, mit den USA auf der einen und der Sowjetunion auf der anderen Seite. Das spielt zum Teil bis heute eine Rolle. Etwa wenn jetzt Südafrika Israel wegen seines Vorgehens in Gaza vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag anklagt. Der südafrikanische ANC wurde während der Apartheidszeit von der Sowjetunion unterstützt. Die USA und Israel wurden hingegen als Förderer des weißen Apartheidsregimes gesehen. Bei der deutschen Bundesregierung stößt die Klage auf Unverständnis. Israel empfindet sie als Verleumdung. Vom Auftakt vor Gericht berichtet Florian Neuhan. Es ist Tag 96 nach dem Angriff der Hamas auf Israel, Tag 75 nach Beginn der israelischen Bodenoffensive. Da kommen in Den Haag, sehr gemessenen Schrittes, 17 Richterinnen und Richter auf die Bühne. Und dieser Nahostkrieg erstmals vor ein Weltgericht. Please be seated. Den Haag, der Internationale Gerichtshof, auf der Anklagebank heute der Staat Israel. Es geht um den wohl härtesten Vorwurf überhaupt, Völkermord. Definiert als Handlungen in der Absicht, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Die Anklage ist sich sicher. Israel hat eine unvergleichliche, beispiellose Zahl von Zivilisten getötet. Im vollen Wissen, wie viele Leben jede einzelne Bombe beendet. Niemand in Gaza wird verschont, nicht einmal neugeborene Babys. Über 3 Stunden präsentiert Südafrika sorgfältig vorbereitet seinen Fall. Ob mit Soldaten, die nach erfolgreichen Angriffen jubilieren, oder mit Zitaten handelnder Politiker, die zur Zerstörung von Gaza aufgerufen haben. Man will Absicht belegen und sich ganz nebenbei zum Wortführer aufschwingen des wachsenden Chors der Israel-Kritiker weltweit. Unterstützung für das palästinensische Volk, darauf können sich in Südafrika nämlich fast alle einigen. Man setzt den Kampf der Palästinenser gleich mit der eigenen Geschichte, dem Kampf gegen die Apartheid. Schon zu Zeiten von Nelson Mandela und Ex-Palästinenser-Präsident Yassir Arafat. Die regierende Partei in Südafrika, der ANC, war eine Befreiungsbewegung
und Teil einer weltweiten Bewegung, die gegen Kolonialismus, Imperialismus und für die Freiheit kämpfte. Wie Nelson Mandela einmal gesagt hat, unsere Freiheit ist nicht vollständig, solange es andere gibt, die ihre noch nicht erreicht haben. Taten der Hamas kommen in der Anklage heute nur als Anlass vor. Israel, das vor Gericht erst morgen zu Wort kommt, ist heute schon empört. Das Land fürchtet um seinen Ruf. Am Abend meldet sich der Premier. Wir kämpfen gegen Terroristen und wir kämpfen gegen Lügen. Heute haben wir eine verkehrte Welt erlebt. Dem israelischen Staat wird Völkermord vorgeworfen, während er selbst gegen Völkermord kämpft. Ob es ein Ende der militärischen Handlungen verlangt, das könnte das Gericht schon bald entscheiden. Durchsetzen kann es seine Urteile zwar nicht, doch verhandelt wird in Den Haag auch über die Meinungshoheit weltweit. Und jetzt macht erstmal Heinz Wolf weiter mit anderen Nachrichten des Tages. Der britische Premierminister Sunak hat Medienberichten zufolge am Abend sein Kabinett zu telefonischen Beratungen einberufen. Es geht aber wohl um möglicherweise bevorstehende gemeinsame Militärschläge mit den USA gegen die Husi-Rebellen im Jemen. Seit Ausbruch des Gaza-Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas greifen die Husi immer wieder Schiffe mit angeblich israelischer Verbindung im Roten Meer an. Große Reedereien meiden die wichtige Handelsroute zunehmend. Die SPD-Bundestagsfraktion ist in Berlin zu einer Jahresauftaktklausur zusammengekommen und beschloss die Forderung nach einer Reform der Schuldenbremse. Fraktionschef Mützenich sagte, Schulden seien für Deutschland nicht nur tragbar, sie seien notwendig, um Investitionen zu tätigen, damit Deutschland seine Spitzenstellung in der Welt auch behaupte. Innerhalb der Ampelkoalition stellt sich vor allem die FDP von Finanzminister Lindner gegen eine Lockerung der Schuldenbremse und eine erneute Aussetzung in diesem Jahr. CDU-Chef Merz hat angesichts des laufenden Streiks der Lokführergewerkschaft GDL im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn ein Eingreifen der Bundesregierung gefordert. Der Bund als Bahneigentümer habe jetzt eine Verantwortung, sagte Merz der Rheinischen Post. Verkehrsminister Wissing müsse alle Beteiligten an einen Tisch holen. Wie schon gestern sind im Fernverkehr etwa 80% der Züge ausgefallen. Auch im Regionalverkehr kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen. Der Streik soll noch bis morgen Abend andauern. Außenministerin Baerbock hat auf ihrer Asienreise China angesichts dessen aggressiven Vorgehens im südchinesischen Meer kritisiert. Bei ihren Gesprächen in der philippinischen Hauptstadt Manila sagte Baerbock, riskante Manöver der chinesischen Küstenwache stellten für Länder weltweit die völkerrechtlich verbriefte Freiheit der Seewege in Frage. Das Außenministerium in Peking reagierte umgehend und betonte, kein Land, das nicht zur Region gehöre, habe das Recht, in Konflikte um das südchinesische Meer einzugreifen. In Polen haben Anhänger der nationalkonservativen Oppositionspartei PiS gegen die Mitte-Links-Regierung von Ministerpräsident Tusk demonstriert. Mehrere tausend Menschen versammelten sich vor dem Parlament in Warschau. Ihr Protest richtete sich gegen die jüngsten Reformen der öffentlich-rechtlichen Medien und gegen die Verhaftung zweier verurteilter Politiker der PiS vorgestern. Polens Staatsoberhaupt Duda, der PiS-Partei nahesteht, kündigte an, die beiden erneut zu begnadigen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat heute eine Ankündigung gemacht, von der selbst Wohlmeinende befürchten, dass er damit in ein Wespennest sticht, in schon erregten Zeiten. Denn der Glaube an die Segnungen der Homöopathie ist weit verbreitet. Künftig soll sie aber keine von der Allgemeinheit finanzierte Kassenleistung mehr sein. Die finanzielle Entlastung, die dadurch entsteht, hält sich in Grenzen. Aber das dürfte auch nicht Lauterbachs Hauptmotivation sein. In erster Linie geht es wohl darum, im Abrechnungssystem der Kassen das Prinzip der wissenschaftlichen Evidenz durchzusetzen. Gefordert wird das mit Blick auf die Homöopathiebranche schon lange. Christina Kajatz und Dorte Färber berichten. Dass diese Kügelchen wirksam sein könnten, daran gibt es von jeher Zweifel. Dennoch setzen auch schulmedizinisch ausgebildete Ärzte auf homöopathische Behandlungen. Einer von ihnen ist Jürgen de la Porte, niedergelassener Facharzt für Innere Medizin.
Gerade in der Allgemeinmedizin, in diesem breit ausgesuchten Patientengut, ist es so, dass der Bereich dazwischen, nämlich dieser Bereich, wo es nicht ganz gesund und nicht ganz krank ist, der größte ist. Und da geht es darum, die Allgemeinmedizin nennt das abwartende Offenlassen. Wenn man dann die Chance hat, dort dem Patienten etwas mitzugeben und er merkt, dass man sich wirklich für ihn interessiert und genau reinfragt, was ist denn sonst noch alles um die Beschwerde, dann kann man mit einem Medikament begleiten und hat damit oft sehr gute Erfolge. Karl Lauterbach will das nicht gelten lassen. Ihm geht es ums Prinzip. Keine nachgewiesene Wirksamkeit, kein Geld von den gesetzlichen Kassen, erklärt der Gesundheitsminister heute in Berlin. Die Homöopathie ist eine Leistung, die keinen medizinischen Nutzen auf der Grundlage des wissenschaftlichen Sachstandes erbringt. Dann sollte eine solche Leistung auch nicht bezahlt werden. Die Krankenkassen sollten nicht Krankenkassenleistungen bezahlen, die medizinisch nichts bringen. Das können wir uns nicht leisten. Auch gut 200 Jahre nachdem Samuel Hahnemann die Grundsätze der Homöopathie formuliert hat, gelten Studien, die den Zusammenhang von Behandlung und Heilung nachweisen sollen, als unzureichend. Generell kann ich sagen, dass wir für die evidenzbasierte Medizin stehen und dass damit auch gilt, dass natürlich Behandlungen, die dann auch von der Gemeinschaft übernommen werden, schon möglichst gut evidenzbasiert sein sollten. Und man kann, glaube ich, auch festhalten, dass das bei der Homöopathie eher fraglich ist. Längst nicht alle gesetzlichen Krankenkassen haben die homöopathische Behandlung als freiwillige Leistung in ihrem Angebot. Und die Preise für Globuli sind gering. Das Einsparpotenzial ist deshalb überschaubar. Von rund 290 Milliarden Gesamtkosten könnten es nach Angaben des Ministeriums 20 bis 50 Millionen sein. Die Opposition spricht von einer Nebelkerze und der Arzt de Laporte sieht mehr Schaden als Nutzen. Für die Patienten würde es bedeuten, dass dann die Besserverdienenden das weiterhin bezahlt bekommen würden, die privat versichert sind. Aber diejenigen, die es jetzt von den Kassen erstattet bekommen, nicht mehr. Und das würde ich ungerecht finden. Überzeugte Anhänger der Homöopathie wird ein Verbot wohl nicht abschrecken. Für einige Unruhe in Arztpraxen könnte der Vorstoß des Ministers allerdings sorgen. Und jetzt geht's bei dir noch mal weiter mit dem Blick auf die Finanzmärkte. Die US-Wertpapieraufsicht SEC hat eine lange erwartete Entscheidung bekannt gegeben. Sie hat den Weg für börsengehandelte Bitcoin-Fonds freigemacht. Klingt kompliziert. Valerie Haller, was ist das für eine Anlageform? Damit können Bitcoins zum ersten Mal an der Börse gehandelt werden in Form von Fonds, die von Vermögensverwaltern aufgelegt werden. Man muss nun also nicht mehr über den Umweg über eine Kryptobörse mit potenziell windigen Plattformen gehen. Stattdessen erwirbt man über regulierte Anbieter einen Fondsanteil, mit dem man jederzeit ein- oder aussteigen kann. Für die Kryptoindustrie gilt das als Wendepunkt. Der Handel mit Bitcoins wird dadurch einfacher und professioneller, was ihn für Menschen nun interessanter machen dürfte. Analysten erwarten Zuflüsse in Milliardenhöhe. Zunächst stieg der Kurs von Bitcoins stark an, jetzt bröckelt er aber wieder. Das zeigt, der Handel mit Bitcoins mag nun sicherer sein. Doch wirklich sicher ist die Anlage damit noch lange nicht. Fällt der Bitcoin-Kurs, verliert auch der Fonds an Wert. Und die Kursschwankungen können riesig sein. Anleger haben schon viel Geld verloren mit Bitcoins. Auch Totalverlust ist nicht ausgeschlossen. Daran ändert auch die neue Fondsregelung nichts. Selbst die amerikanische Börsenaufsicht, die gerade grünes Licht gegeben hat, warnt, Bitcoins sei eine spekulative Anlageform, die auch für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verwendet werde. Anleger sollten vorsichtig sein hinsichtlich der zahlreichen Risiken. Valerie Haller, vielen Dank. Bei der Bahnrad-EM in den Niederlanden gab es heute zwei weitere Medaillen für das deutsche Team. Gold holten im Zweier-Mannschaftsfahren Roger Kluge und sein Partner Theo Reinhardt. Der Frauenvierer gewann Bronze hinter Italien und Großbritannien. Beim Heimweltcup in Ruhpolding hat die deutsche Biathlon-Staffel der Männer den zweiten Platz belegt. In einem spannenden Rennen schien der erste Staffelsieg eines DSV-Quartetts seit knapp 3 Jahren lange möglich. 2 Strafrunden im Stehenschießen warfen die Deutschen dann zunächst wieder weit zurück. Doch Schlussläufer Philipp Navrat rettete den Podestplatz hinter den siegreichen Norwegern. Italien kam auf Rang 3. Was ein russisches Gefängnis aus einem machen kann, ahnt man, wenn man sich Putin-Kritiker Alexei Nawalny ansieht, vor und nach seiner Inhaftierung.
Derzeit soll er wieder in einer Isolationszelle sitzen, in einer Strafkolonie am Ende der Welt in der russischen Polarregion. Das Lager ist eine Nachfolgeeinrichtung des sowjetischen Gulags. Jene Straf- und Arbeitslager, in denen Stalin im Laufe der Zeit Millionen Sowjetbürger einweisen ließ. Über diese Orte der Verdammnis berichteten inhaftierte Schriftsteller wie Solschenizyn oder der im Westen bislang eher unbekannte Georgi Demidov. Von ihm ist nun erstmals ein Kurzroman ins Deutsche übersetzt worden. Christa Lepple stellt ihn vor. Endstation Kolyma, das Auschwitz ohne Öfen. Die Straße zum Gulag wurde auf den Knochen der Gefangenen erbaut. Diese holten bei Eiseskälte Kohle, Uran oder Gold aus der sibirischen Erde. Einer von vielen, Georgi Demidov, Physiker. 10-mal war ich halbtot, 2-mal lag ich wegen Unterkühlung im Sterben. Da schwor ich mir, dass ich überleben werde, nur um diese Hölle zu beschreiben. Erst jetzt, ein halbes Jahrhundert später, erscheint in Deutschland seine unglaubliche Geschichte. Sie heißt Phonequs oder der Idiot. Phonequs ist hebräisch und bedeutet Narr oder Idiot. Der Plot, der unschuldige Romanheld erfindet im Verhör absurde Sabotageakte, die unmöglich sind, in der Hoffnung, freigesprochen zu werden. Dieser beliebte Vergleich mit Kafka. Jemand musste verhaftet sein und wusste nicht warum. Und seine Aufgabe besteht in den folgenden Wochen darin herauszukriegen, warum bin ich eigentlich verhaftet worden. Der Plan scheitert. Stalins System aus Absurdität und Brutalität kennt kein Erbarmen. Jeder ist verdächtig, die Paranoia des großen Terrors. Demidov beschreibt Hunger, Schlafmangel, Folter, nächtliche Verhöre. In den Zellen stinkt es erbärmlich aus dem einzigen Kübel. Nur morgens frisches Wasser, abends nicht. Menschen sterben wie Fliegen. Demidovs Gulag-Dokument geht unter die Haut. Das ist leider sehr aktuell. Und ich kann sagen, dass ich habe mit dem Buch gearbeitet und parallel russische Nachrichten gelesen. Und das ist schrecklich, dass diese Geschichte sich wiederholt. Physiker Demidov überlebt 14 Jahre in Stalins Lagern. 1964 wird sein Roman fertig. Das Manuskript bleibt in der Schublade. 1980 werden alle Texte beschlagnahmt, auch seine 3 Schreibmaschinen. Hier das Protokoll. Der Mann ist verzweifelt. Es fällt mir schwer zu beurteilen, welchen Sinn mein Schreiben hat. Wahrscheinlich nur denselben, den das zwangsläufige Knabbern einer Maus hat, um ihre Zähne abzuwetzen. Ich habe jedenfalls keine Hoffnung, veröffentlicht zu werden. 1987 stirbt Demidov. 2 Jahre später, unter Gorbatschow, erhält die Tochter seine Texte zurück. Zu spät, es dauert weitere 30 Jahre, bis dieses aufrüttelnde Buch erscheint. Deshalb ist es sehr aktuell. Ich glaube, könnte man auf das Verfahren gegen Nawalny zum Beispiel anwenden. Dem geht es gerade genauso. Von den Haftbedingungen bis zu den bizarren Beschuldigungen, unter denen er da steht. Eine echte Entdeckung, dieser Gulag-Roman. Beklemmend, brisant und sehr empfehlenswert. Das war's im Heute-Journal. Gleich geht's bei Maybrit Illner weiter. In ihrer Runde sitzen heute unter anderem Cem Özdemir, Henrik Wüst und die Schriftstellerin und Juristin Julie C. Und um 0:30 Uhr meldet sich dann Nazan Köktemir mit unserem Heute-Journal-Update. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Abend. Wie eine Spinne in ihrem Wetternetz hockt das Hochhannelore über Großbritannien. Jetzt kommt ein bisschen Bewegung ins Wetter. Da kommen Tiefs heran und die bringen nicht nur Wolken mit, sondern auch ein bisschen Regen oder Schnee. Das merken wir schon in dieser Nacht. Da kann es nämlich auch mal gefährlich glatt sein auf Straßen und Gehwegen, wenn da so ein bisschen Schneegriesel oder Nieselregen fällt. Im Süden ist es zum Teil klar. Die Temperaturen sinken meist auf -1 bis -12 Grad. Milder bleibt die Nacht im Nordwesten mit 3 Grad. Dort erwarten uns morgen Höchsttemperaturen von 3 bis 6 Grad. Sonst liegen die Höchstwerte um den Gefrierpunkt. In Norddeutschland ist es morgen meist trüb und bedeckt. Die Sonne sehen Sie allenfalls mal hier Richtung Ostseeküste oder nördliches Schleswig-Holstein. Es fällt ein bisschen Regen und in der Mitte ist nach wie vor noch so ein bisschen Schneegriesel, Nieselregen und Schnee zu erwarten. Da bleibt es also glatt.
Anders sieht es in Süddeutschland aus. Besonders zwischen dem Breisgau und dem Alpenvorland scheint die Sonne zum Teil strahlend. Am Wochenende ziehen erst über den Norden, dann auch über den Nordosten und am Montag auch über den Südosten dichtere Wolken mit Schnee, Schneeregen und Nieselregen hinweg. Und dann wird es auch ein bisschen milder. Anders sieht es im Südwesten aus. Da bleibt es die ganze Zeit über freundlich. Und wie Sie hier am Trend für Stuttgart sehen können, bleibt es vor allen Dingen nachts auch noch länger frostig bis Mitte nächster Woche. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.